Greetings, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Vapologen. Wir machen heute nochmal ein bisschen Theoriestunde und zwar möchte ich heute mit euch über weniger ist mehr sprechen. Wer sich schon mal ein bisschen in der Herb-Vapor-Szene umgeschaut hat, der wird sicherlich schon auf den Satz gestoßen sein, weniger ist mehr. Den liest man vor allem auch in Verbindung mit einem Dynavap ziemlich oft. Was hat es damit auf sich? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Wie kann denn weniger mehr sein? Immerhin ist doch mehr Material auch mehr Wirkung. Ist dir aber schon mal aufgefallen, dass wenn du einen Joint mit doppelt so viel Inhalt rauchst, nicht zwingend die doppelte Wirkung danach verspürst? Oder dass du zum Beispiel nach dem zweiten oder dritten Joint nicht entsprechend eine Wirkung verspürst, die der Summe der 3 Joints entsprechen? In diesem Beispiel kann man schon ein bisschen ableiten, dass weniger mehr sein kann. Man kann nämlich aus einem Joint mehr Wirkung erzielen als aus 3, wenn man das ins Verhältnis mit der Anzahl der Joints setzt. Würde man beispielsweise 3 Joints nüchtern an 3 unterschiedlichen Tagen konsumieren, hätte man in der Summe eine stärkere Wirkung, als wenn man alle 3 Joints an einem Tag oder direkt hintereinander konsumieren würde. Beim Konsum von Cannabis ist es nämlich so, dass gerade im niedrigen Dosierungsbereich hohe Wirkungssprünge zu vernehmen sind. Mit steigender Dosierung sinkt dann die Höhe der Sprünge in der Wirkung und bei hohen Dosierungen kann es sogar zu einer Sättigung kommen. Das kennen sicherlich einige Konsumenten, dass man ab einer bestimmten Konsummenge gar nicht mehr in Anführungsstrichen higher wird. Das heißt, das Ganze folgt also einer wie hier abgebildet Sättigungskurve. Und wenn wir uns die jetzt genau anschauen, dann sehen wir, dass es im niedrigen Dosierungsbereich sehr große Sprünge in der Wirkung geben kann. Im mittleren Dosierungsbereich werden die Sprünge der Wirkung immer kleiner und im hohen Dosierungsbereich hat man schon kaum noch Wirkverstärkung mit steigender Konsummenge. Sicherlich kennen einige von euch das Pareto-Prinzip, das wird auch gerne als die 80-20-Regel bezeichnet und das besagt zum Beispiel, dass 20% der Arbeit 80% des Ergebnisses erzielen und das kann man auch auf andere Beispiele ziehen. Zum Beispiel werden 80% der Lagerfläche durch 20% der angebotenen Produkte belegt oder 80% des Verkehrs spielt sich auf 20% der Straßen ab. 80% des Umsatzes wird oft nur mit 20% der Kunden eingenommen. 20% einer E-Mail enthalten oft 80% der Informationen oder auch ein Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt, 80% des Geschmacks eines Essens kommen gerade mal von 20% der Zutaten. Und bei uns wäre das 80% der Wirkung kann durch 20% Kraut verursacht werden und das können wir hier ganz gut sehen. Wir haben hier die 80% Wirkung, die gerade mal mit 20% Wirkstoff erreicht werden kann. Wie sieht das Ganze bei Alkohol aus? Da ist das alles ein bisschen anders. Alkohol folgt in seiner Wirkung nämlich einer S-Kurve, bei dem ab einer bestimmten Menge die Wirkung rapide ansteigt, bis sie bei hohen Mengen wieder abflacht. Vielleicht erklärt das, warum alkoholbedingte Überdosierungen, die wir gerne Abstürze nennen, so plötzlich kommen können, zum Beispiel nach nur einem weiteren Drink, obwohl man sich gerade noch gut gefühlt hat. Wenn wir die Kurve umdrehen, dann könnte man das zum Beispiel so sagen, die ersten Drinks gehen noch ganz gut und irgendwann kommt die Klippe und wir stürzen ab. Überdosierung bei Cannabis gibt es natürlich auch und da muss man aber erstmal sagen, was ist eine Überdosis? Die wird nämlich oft mit, wie gerade schon erwähnt, mit Abstürzen assoziiert, aber eine Überdosis kann auch schon viel früher vorliegen. Eine Überdosis liegt nämlich vor, wenn die Wirkung über die gewünschte Zielwirkung hinaus bzw. vorbei meist ins Negative abrutscht. Das heißt aber nicht zwingend, dass es eine akute Gesundheitsgefahr gibt, wie zum Beispiel bei einer Alkoholvergiftung. Beispielsweise können wir uns vom Cannabis eine relaxende, happy machende und gedankenbefreiende Wirkung erhoffen. Und die Überdosierung äußert sich dann in Angespanntheit, Nervosität, paranoiden Gedanken, Herzrasen, generelles Overthinking und so weiter, was alles bis zur Tachykardie führen kann. Das ist dann eine Panikattacke, bei der das Herz unkontrolliert schnell schlägt. Das habe ich persönlich schon mal erleben dürfen, zwar nicht bei mir, aber ich musste einen Krankenwagen rufen aufgrund einer Panikattacke nach dem Konsum und bis der Krankenwagen kam, war es dann eigentlich schon wieder besser, aber die Person ließ sich nicht ablassen, dass ich einen Krankenwagen rufe, weil sie so in Panik geraten ist. Und zur Not bestellt man dann lieber den Krankenwagen, lieber auf Nummer sicher gehen. So, warum ich kleine Konsumeinheiten bevorzuge? Weil erstens, wie wir gerade schon gelernt haben,
weniger mehr ist. Dann zweitens auch wegen der Gewohnheit bzw. wegen der Liebe zum Ritual. Ich vape nämlich lieber wenig und dafür oft als viel und dafür selten. Dann auch wegen der Wirkung bzw. wegen der Toleranz. Wenn ich große Konsumeinheiten mache, dann gewöhnt sich mein Körper schneller an die starken Sprünge, indem er Toleranz erhöht, verglichen mit den treppenartigen Sprüngen bei mehreren kleinen Konsumeinheiten. Da habe ich das Gefühl, dass mein Körper sich nicht so schnell dran gewöhnt und die Toleranz nicht so schnell aufgebaut wird. Dann wegen dem Geschmack. Der Geschmack ist einfach wesentlich besser, wenn ich mit meinem Vaporizer Einzugextraktionen mache, als größere Mehrzugextraktionen. Da schmecken dann nämlich meist die ersten Züge gut und dann sind die Terpene weg. Das hat man bei einer Einzugextraktion nicht. Und natürlich auch wegen der Extraktionseffizienz. Es ist nämlich so, dass sich kleine Dosen effizienter extrahieren als große Dosen. Allerdings gibt es auch viele Vaporizer, die unter einer gewissen Füllmenge nicht extrahieren und somit kleine Dosen nicht effizient extrahieren können. Man bräuchte dann also einen Vaporizer, der Microdosing geeignet ist. Und dann kann man das Ganze vergleichen wie mit einer erschöpfenden Extraktion. Wenn man aus Pflanzenmaterial mittels Ethanolextraktion die Inhaltsstoffe extrahieren möchte, dann ist die Extraktion auch effizienter, wenn man mehrmals mit kleineren Mengen extrahiert nacheinander, als wenn man einmal mit einer großen Menge extrahiert. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Habt ihr auch schon mal von dem Spruch weniger ist mehr gehört? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt es auch in die Kommentare. Und wenn ihr Bock auf mehr solchen Content habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Vapologe.